Hallo Freunde der Füße, heute behandeln wir eingewachsene Zehennägel. Nicht nur einen, sondern gleich mehrere. Die Patientin ist im Teenageralter und gerade im Teenageralter haben sehr viele Patienten eingewachsene Zehennägel. Das kann jetzt oft daran liegen, weil sie falsches Schuhwerk tragen, weil die Schuhe zu klein sind. Oft tragen die Teenager so Turnschuhe oder synthetische Schuhe, die vorn sehr spitz geschnitten sind, je nach Modetrend immer. Natürlich sind nicht nur die Schuhe dran schuld, es können auch die Socken sein. Denn wenn die Socken viel zu eng sind, ist es natürlich logisch, dass vorne der Zeh gedrückt wird. Wie ihr hier seht, sind beide Nagelecken eingewachsen am großen Zehennagel. Er ist auch viel zu kurz geschnitten und die drückenden Nagelecken müssen wir natürlich rausmachen. Beim Rausmachen der Nagelecken ist immer darauf zu achten, so wenig wie möglich und so viel wie nötig rauszunehmen. Denn wenn man nämlich den Nagel zu viel rauskappt, hat der Nagel, der hinterher nachwächst, größere Probleme beim Nachwachsen und es wächst dann schneller wieder ein. Hier seht ihr auch, dass an dieser Seite ganz viel Haut ist. Diese Haut muss natürlich entfernt werden, denn wenn diese Haut bleibt, wird die teilweise hart und dann drückt es zusätzlich auf die Ecke. Und wir haben wieder ein schönes Stück Nagel. Desinfizieren muss man natürlich vorher und nachher, immer wieder, damit dass sich keine Erreger in eine vielleicht gesetzte Wunde einnisten können. Wie ihr seht, sind auch die kleinen Zehennägel betroffen und die Patientin hat Schmerzen. Hier ist es so, dass der falsche Nagelschnitt Schuld hat, dass das Ganze drückt. Denn durch diesen falschen Nagelschnitt ist die Ecke immer tiefer gewandert und wenn die Patientin dann engere Schuhe trägt, dann drückt es natürlich. Und somit müssen wir die ganzen Ecken begradigen und ausgleichen und gucken, dass man die ganze Haut, die sich mittlerweile im Nagelfalz gebildet hat, alles schön entfernt, ohne den Patienten zu verletzen. Natürlich müssen die Nägel auch gekürzt werden, denn in der Länge drücken sie im Schuh dann zusätzlich.
Wenn ihr fertig seid mit den Nagelecken angleichen, dann muss natürlich die Druckprobe sein. Bei der Druckprobe gebe ich euch den guten Tipp, guckt dem Patienten in die Augen, denn der Patient kann sagen, nein, es tut nicht weh, aber die Augen können nicht lügen. Also da weiß man dann schon, ob es wirklich weh tut oder nicht. Immer auch abwechselnd eine Seite, dann die andere Seite, und die Seite, die eben noch Schmerzen verursacht, muss dann nachgearbeitet werden. Wenn man jetzt einen sehr empfindlichen Patienten hat, ist es am besten, wenn man diese Druckprobe ein paar Minuten später macht. Denn durch das Bearbeiten der Zehennägel kann es schon mal passieren, dass der Patient ein bisschen mehr Schmerzen hat, und nach ein paar Minuten sind diese Schmerzen auch wieder weniger und dann kann er besser eruieren, hat er noch Druckschmerz, hat er noch stechenden Schmerz oder nicht mehr. Wenn ihr die Druckprobe gemacht habt, fahrt ihr noch einmal mit dem Doppelinstrument durch, denn so kontrolliert ihr, ob ihr wirklich keine Ecke mehr stehen habt lassen und das Ganze auch von hinten nach vorne schön glatt ist. Etwaige Reste von Socken und Ähnlichem sind natürlich unterm freien Rand hervorzuholen. Bei den Teenagern ist es auch oft so, dass beide Füße betroffen sind. Hier haben wir jetzt die andere Seite, die ist mehr betroffen als wir die vorherige Seite, und somit muss man da auch natürlich die Nagelecken rausholen. Und ja, es ist oft nicht so eine schöne Angelegenheit, das Ganze rauszuholen. Und hier haben wir den Übeltäter, der in der Nagelecke drinnen war. Nach dem Saubermachen und Desinfizieren muss die Haut natürlich entfernt werden, die hier so wegsteht. Und ihr seht auch, das Ganze ist etwas gerötet und druckempfindlich. Deswegen muss man vorsichtig vorgehen, damit man dem Patienten nicht zusätzlich Schmerzen verursacht. Mit dem Exkavator nochmal schön sondieren den Nagelfalz und gucken, dass alles schön gerade ist. Und hier sieht man, wie tief die Nageltasche ist und wie weit der Nagel auch drin gesteckt ist. Und hier kontrolliere ich nochmal die Nagelkante, die ich weggeschnitten habe, damit das ja nichts mehr drücken kann und zusätzlich irgendwelche Reizungen im Nagelfalz machen kann. Nach der Behandlung ist das Ganze wieder zum Desinfizieren. Hier bei diesem Fall habe ich die Zehen mit Ichtolan verbunden. Das ist eine schwarze Zugsalbe. Es kann natürlich auch jede andere entzündungshemmende Salbe genutzt werden. Natürlich muss man dem Patienten auch eine Anleitung mitgeben, wie er seine Zehen verbinden muss, und
Nach ungefähr einer Woche ist der Patient wieder einzubestellen, damit man kontrollieren kann, wie der Heilungsverlauf ist. Hat euch das Video gefallen, lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonnieren nicht vergessen und klickt auch auf die Glocke, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Eure Podologin Andrea.